So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wall Street Story TV. Heute wieder an meiner Seite der liebe Dominik. Es ist mir wie immer eine sehr große Ehre, lieber David. Ebenso. Und heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir hören immer und immer wieder, gerade von den Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben oder vielleicht sogar finanziell frei sind, immer wieder dasselbe: Geld spielt irgendwann keine Rolle mehr. Und wir wollen uns heute um dieses Thema kümmern, darüber sprechen. Ist das eine Wahrheit oder ist das eine Lüge? Und wenn du Bock hast, kannst du direkt starten. Geil. Ist eine Lüge, würde ich ganz klar sagen. Und das möchte ich gerne aus mehreren Aspekten beleuchten. Ich glaube, wir können das ja so beide, wir können vielleicht ein Thema ankratzen und dann da beide drüber sprechen, was du darüber denkst, was ich darüber denke. Eine Sache ist für mich ganz, ganz wichtig. Punkt 1, Geld als Motivation. Und da würde ich sagen, da wird irgendwann Geld eine untergeordnetere Rolle spielen. Auf der anderen Seite möchte ich ganz klar sagen, dass meine Vorstellung von dem, wenn ich beispielsweise 1 Million Euro Vermögen habe und dem, was es tatsächlich ist, war eine komplett andere. Also, guck mal, ich habe damals wirklich gedacht, wenn ich Millionär bin, dann habe ich einen Sportwagen, dann habe ich eine fette Villa und dann lebe ich automatisch, ich hasse dieses Wort, aber diesen Millionärs-Lifestyle, dieses alles ist mir egal, Yachtfahren hier, dies und das und keine Ahnung was. Und dankbarerweise ist das ja bei uns schon ein bisschen her, dass wir die erste Million quasi so im eigenen Vermögen geknackt haben. Und da war gar nichts mit alles leicht, alles beschwerdenfrei und sowas. Klar, Sportwagen war schon da. Das war aber auch meine erste Ausgabe, die ich getätigt habe, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber es war nicht diese Sorglose, sondern da kommst du erst in diesen Modus: Pass auf, ich habe jetzt hart für das Geld gearbeitet, ich will ja nicht, dass das wieder weggeht. Und ne, wenn du halt verzeiht mir diesen Ausdruck, aber diesen Millionärs-Lifestyle, ich habe immer Karl S. im Kopf, wenn er da im Auto sitzt und einer rausfeuert mit Dings, also No Front gegen Karl S., ich finde den eigentlich gar nicht so verkehrt, aber da war wirklich nichts mit diesem, ich lebe halt so verschwenderisch oder achte halt auf nichts, weil ich mir halt auch dachte, jetzt hast du einen Sportwagen und dann sind vielleicht 250.000 Euro weg. Dann hast du vielleicht noch ein Vermögen von 750.000 Euro, was bedeutet, du hast ja auch weitere Ausgaben, wie zum Beispiel Miete, deine Unterhaltskosten und so weiter und so fort. Und ich habe mir trotzdem 2-3 Mal überlegt, wofür ich mir Geld ausgebe. Geil, geil. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt nochmal zur Grundfrage kommen, Wahrheit oder Lüge, es stimmt irgendwo beides. Denn ich würde jetzt mal von verschiedenen Aspekten das Ganze beleuchten. Auf der einen Seite, wenn es um Ausgaben geht, die in einem normalen Spektrum sind, dann spielt Geld tatsächlich keine Rolle. Mir ist es im Endeffekt egal, ob die Blaubeeren jetzt 2 Euro oder 5 Euro kostet. Wenn ich die haben möchte, dann kann ich sie mir sorglos auf jeden Fall leisten. Deswegen würde ich sagen, diesbezüglich hast du eine unfassbar geile Leichtigkeit einfach in deinem Leben und du hast mehr oder weniger die Möglichkeit, dir, wenn du denn möchtest und auch smart genug bist, dann alles zu ermöglichen, was du haben möchtest. Das Ding ist, worum ich aber sage, es ist eine Lüge, denn bei mir hat sich Folgendes gechanged. In dem Moment, wo ich ein sehr, sehr großes Vermögen aufgebaut habe, hatte ich ganz, ganz andere Sorgen, nämlich erstens möchte ich dieses Geld nicht wieder verlieren. Genau. Ich habe mir natürlich auch einen Lifestyle aufgebaut und möchte diesen weiterhin halten. Genau. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt einfach, dass ich mir noch mehr intensiver um das Geld Gedanken mache in Form von, wo investiere ich das? Ich möchte natürlich eine Rendite haben und möchte das Ganze nicht von der Inflation einfach auffressen lassen. Denn nehmen wir mal an, du hast jetzt auf die Schnelle 5 Millionen verdient, nur mal so als Beispiel. Wenn dann deine Inflation bei 5% liegt, das heißt, wenn du jetzt gar nichts mehr machst, dann würdest du 250.000 Euro einfach so verlieren. Genau. Ja? Deine Kaufkraft wird im nächsten Jahr 250.000 Euro an Kaufkraft verlieren. Das heißt, was musst du im Umkehrschluss tun, damit das nicht passiert? Du musst dieses Geld irgendwo nehmen und rein investieren. Das heißt, du machst dir also mehr oder weniger, so ist es bei mir, noch intensiver darüber Gedanken, was du mit deinem Geld anstellst. Auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, warum sage ich, es ist trotzdem die Wahrheit, weil die Ausgaben sind für mich mit einer Leichtigkeit und es geht eine
Sorglosigkeit einher, einfach diese Freiheit, finanzielle Freiheit. Du hast halt einfach ein geiles Polster und weißt, alles klar, egal was jetzt ist, für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre bin ich halt mehr oder weniger durch, wenn ich nicht komplett auf die Kacke haue. Aber wie gesagt, es spielt gar keine Rolle mehr, kann ich nicht unterschreiben, denn es spielt seitdem eigentlich eine noch viel, viel größere Rolle, ne? Indem ich einfach schaue, wie kann ich wirklich dieses Geld, was ich habe, effektiv nutzen, um so viel wie möglich rauszuholen. Wie oft sitzen wir irgendwo auf der Couch und sprechen darüber, ey Bro, wo hast du investiert, was machst du, welche Projekte schaust du dir gerade an, ist das smart, sollen wir das machen, können wir dies machen? Also du beschäftigst dich deutlich mehr mit dem Geld, was du tatsächlich hast, als wie wenn jemand gar kein Geld auf dem Konto hat, weil er beschäftigt sich natürlich, also für ihn spielt Geld auch eine große Rolle, aber eine ganz, ganz andere Rolle, weil da geht es eher, ich habe gerade nicht genug, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das heißt, natürlich beschäftigst du dich da auch mit der Thematik Geld. Es ist aber ein anderer oder der Fokus geht so ein bisschen in eine andere Richtung und so war es tatsächlich bei mir. Das heißt, ich kann das mal unterschreiben, mal nicht. Ich finde, es spielt immer eine Rolle, aber die Rolle verändert sich. Ja, geil, sehr geil. Also ich finde, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, verschiedene Punkte, zum Beispiel halt diesen Alltag, den du mit dem Kapital beschreitest, dann halt Thema Inflation, dann generell Vermögen und Schützen und halt Investments. Und ich würde gerne nochmal anfangen mit dem beispielsweise, du hast 1 Million, da ist natürlich auch der Unterschied, bist du Einkommensmillionär oder hast du Assets, die theoretisch 1 Million wert sind. Und das ist auch eine Sache, wenn du zum Beispiel eine Wohnung hast, die 1 Million wert ist, bedeutet das ja nicht, dass du diese 1 Million frei als Cashflow zur Verfügung hast, sondern die sind irgendwo festgesetzt. Und wenn du die realisieren möchtest, musst du natürlich auch erstmal einen Käufer oder eine Käuferin finden, um an das Geld zu kommen und. Das heißt also, wir müssen auch da schon mal unterscheiden, was oder wo ist dieses Geld überhaupt drin. Ist das liquide, ist das nicht liquide? Und ich persönlich habe auch festgestellt, dass das Vermögen, was du heute hast, hat eine ganz andere Bedeutung als das, was du vor 50 Jahren hattest. Guck mal, damals hast du wahrscheinlich als alleinverdienender Mann oder auch Frau für die Familie, damals waren es ja häufiger noch Männer, würde ich mir mal herausnehmen, hast du einen Job gehabt und du konntest deine Kinder zur Schule schicken, deine Frau konnte möglicherweise halt sich um die Erziehung kümmern. Wie gesagt, das soll jetzt hier keine Rollenverteilung sein, aber ich nehme mal so dieses klassische Familienbild, was man vielleicht noch aus älteren Zeiten hat, und du konntest trotzdem für alles sorgen. Du hattest wahrscheinlich 1 oder 2 Autos, du konntest 2, 3 Mal im Jahr im Urlaub fahren. Das geht heute nicht mehr. Mit einem normalen Job nicht. Erst recht nicht, genau. Und dann denke ich mir halt, wenn wir das jetzt mal auf die größeren Dimensionen beziehen, du hast zum Beispiel halt diese 1 Million Dollar und dann sagst du, okay, pass auf, ich investiere die, damit ich diese 1 Million Dollar halt entsprechend nutze, um selber ein Return on Investment zu generieren, um dann weiteren Cashflow zu generieren, dann steht dir diese 1 Million ja nicht mehr liquide zur Verfügung. Das heißt also, du baust dir 1 Million Euro auf, um die dann zu investieren, beispielsweise in Immobilien, damit du dann 6-7% davon zurückbekommst. Das heißt, im besten Fall 7% von 1 Million sind 70.000 Euro. Das heißt jetzt im besten Fall, wenn du 70% steuerbereinigt da rausbekommst, 70.000 Euro geteilt durch 12, dann sind wir bei, was sind wir, da sind das 6, genau, um die 6.000 Euro, ja, irgendwas mit 6.000 Euro. Und dann hast du halt theoretisch 6.000 Euro, die du pro Monat zur Verfügung hast durch dieses Investment. Und davon musst du dann letztendlich natürlich die Inflation abziehen, die vielleicht bei 3, 4, 5, 6% liegt. Und da musst du dir halt überlegen, kann ich mir jetzt mit diesen 6.000 Euro, die durch dieses Investment reinkommen, kann ich damit jetzt diesen krassen Lifestyle leben? Kann ich damit jederzeit draußen essen gehen? Kann ich dies oder jenes machen? Und das war für mich eine Frage, ich habe mir damals wirklich mit Ach und Krach habe ich mir den Huracan gekauft, was rückblickend betrachtet die beste Entscheidung überhaupt war. Alle haben mir gesagt, oh, das ist dumm, das Geld dafür in die Hand zu nehmen und du sollst das lieber anlegen und du solltest dir von deinem Return on Invest sowas finanzieren. Und da habe ich immer halt gesagt, pass auf, ich will nicht einen Return on Invest von jedem Investment, ich will einen Return on Invest in meinem Leben haben. Und Punkt 1, der Lambo hat mich damals unnormal motiviert, weil ich saß da drin, ich bin das Ding gefahren und dachte mir, ich will das nie wieder abgeben. Genau das Gleiche habe ich jetzt auch. Ich habe ein paar mehr Kfz jetzt vor der Tür stehen, aber ich denke mir immer wieder, ich will niemals in eine Situation kommen, wo ich mir die nicht mehr leisten kann. Das heißt, ich bin dadurch weiterhin motiviert. Und Punkt 2 ist halt einfach, ich will möglicherweise bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse nicht erst haben, wenn ich 60, 70 Jahre alt bin. Wenn ich nicht mehr in einem Lambo reinkomme, dann bringt mir das auch nichts, dass ich nach 50 Jahren mit einem ETF, den ich monatlich mit 25 Euro bespart habe, theoretisch 500.000 Euro haben, mir das Ding holen könnte. Wenn ich 70 bin
Klopf auf Holz, sind wir alle noch gesund und alles ist gut. Aber die Mobilität verändert sich halt schon. Das heißt, du hast von bestimmten Dingen zu einem späteren Leben, in einem späteren Lebensabschnitt halt vielleicht auch gar nicht mehr das. Ne, deswegen so, für mich hat sich auf jeden Fall der Gedanke, wenn du zum Beispiel 1 Million Euro zur Verfügung hast, zu dem, was tatsächlich der Fall ist, war eine ganz andere Geschichte. Ja. Ganz andere Leben. Kann ich auch nur bestätigen. Es hat sich eigentlich gar nichts getan. Als die auf dem Konto standen, dachte ich, okay. Ja, Ich genau. habe mir schon ein bisschen mehr Emotionen vorgestellt. Die ersten 10 Minuten war ich happy, aber danach hat das halt komplett abgeflacht. Also definitiv die Rolle des Geldes hat gechanged. Ja, ist eine andere. Weil du halt auch, glaube ich, einfach einen anderen, du denkst dann halt anders. Vorher ist es so, ich will das Geld verdienen, um klar zu überleben, um meinen Lebensstandard quasi zu sichern. Dann willst du Geld verdienen, um dir vielleicht irgendwas zu kaufen. Aber ich glaube, wenn du in so einer Dimension bist, dass du halt sagst 500.000 Euro, 1 Million Euro, dann denkst du halt darüber, wie kann ich mein Geld nicht verlieren? Wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen? Und dann bist du nicht mehr in, ich will mir einen 2.000 Euro Fernseher holen, sondern dann bist du in, muss ich mir eine 300.000 Euro Wohnung holen? Wie viel Prozent gehen davon ab? Was habe ich monatlich als Cashflow? Und wenn ich diesen Cashflow weiter investiere, irgendwo drin, und diese Investments musst du erstmal finden. So, man sagt ja immer. Das ist der nächste Punkt. Das ist ja nicht so einfach. Heißt ja nicht nur, weil du dein Geld irgendwo anlegst, dass das automatisch mehr wird. Das kann ja Worst Case oder in den meisten Fällen, weil investieren ist absolut nicht einfach, kann es halt auch weniger werden. Und ich habe damals wirklich gedacht, oder wir hatten da mal beide drüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du Investments quasi machst, dass du, wir dachten, wenn du mehr Geld hast, hast du krassere Investments zur Verfügung und dann automatisch wird das schon irgendwie. Ich würde aber sagen, das Ehrlichste ist tatsächlich wieder von Karl S. Ich muss ihn gerade da zitieren, der hat gesagt, viele Menschen schützen durch Investments ihr Kapital, anstatt das brutal zu vermehren. Und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Also Investments ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, was wir machen und machen wollen. Aber halt auch da, guck erstmal, dass deine Immobilie dir den Return on Invest abwirft, dass die überhaupt mal vernünftig vermietet ist. Guck mal, wie es mit Dividenden aussieht bei Aktien. Guck mal, wie das mit Aktiensteigerungspotenzial ist. Von mir aus in die ETFs und so weiter und so fort, aber schaff erst mal 7-10% im Jahr Rendite zu machen. Auf jeden Fall. Und hast einen spannenden Punkt gesagt. Ne? Je mehr du halt haben möchtest und nicht nur beispielsweise dein Kapital zu schützen durch die Inflation, desto mehr Risiko musst du eingehen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende durch dein Investment, manchmal stand ich da und dachte so, boah, hätte ich einfach gar nichts gemacht, also mittlerweile nicht mehr, aber hätte ich einfach gar nichts gemacht, hätte ich jetzt mehr Geld gehabt. So ist es. Also Kenn ich. Es ist eine komplett andere Situation, in die du halt einfach reinkommst, weil du dir, ich würde sagen, sogar intensiver Gedanken über Geld machst, aber weil du das wirklich als Asset nimmst und deine Freiheit mehr oder weniger dir dadurch holen könntest, wenn du smarte Investment hast, weil du hast Summe X verdient, die kannst du investieren. Aus diesen Einnahmen kannst du theoretisch, je nachdem wie langfristig die sind, dein Leben bestreiten und das ist halt im Endeffekt ein Prozess, in den du erstmal reinwachsen musst, weil du startest mit nichts. Dann fängst du an, Business zu machen, du wirst eine geilere Person, also in dem Sinne, dass du dich weiterbildest. Ja. So, dann hast du plötzlich das Geld. Du hast noch nie in deinem Leben irgendeinen Cent investiert. Dann geht es damit, alles klar, alle machen ja Immobilien. Ich mach mal Bitcoin, alles klar. Machst du Bitcoin? Ich habe leider, also bei uns, Gott sei Dank, weil wir im Trading-Bereich sind, haben wir geile Investments. Auch ich zum Beispiel in Bitcoin habe ich über 1 Million bereits gemacht. Finde ich halt geil, definitiv, hätte aber auch genauso gut andersrum sein können. Ich habe nämlich auch einen Kollegen, der hat 2,6 Millionen in ETH investiert bei $4.000. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie er gelitten hat. Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Deswegen, um einfach nochmal auf die Frage zurückzukommen, man muss definitiv sagen, die Rolle des Geldes ist eine andere und meiner Meinung nach ist es eine Lüge in dem Sinne, weil du beschäftigst dich halt zwar anders, aber deutlich intensiver mit dem Geld und zu sagen, ja, nee, Geld spielt gar keine Rolle mehr, das ist immer so leicht gesagt. Ich bin mir sicher, ich habe das in der Instagram-Story auch schon mal erwähnt, weil, was ich damit einfach meine, ob ich jetzt 2.000 Euro mehr oder weniger habe, ist jetzt auch nicht die Welt ab einem bestimmten Level. Und deswegen spielt es halt, ich kann es mich immer nur wiederholen, halt eine andere Rolle. Ja, genau. Glaube ich halt auch. Und die Sache ist halt die, du setzt dich halt damit viel mehr auseinander, weil du halt auch diesen direkten Bezug hast. Du hast vor allem, wenn du, wenn man das so sagen darf, self-made bist, also ja selber erarbeitet hast, dann weißt du halt auch, was dahinter steckt. Dann musst du dir immer wieder überlegen, muss ich jetzt, also ich weiß, welchen Weg ich gegangen bin, ich weiß, welche Schmerzen und welches Leid das gekostet hast. Das heißt also auch, ich will, dass dieses Geld halt erhalten bleibt. Ne? Und dann machst du dir halt Gedanken,
wie du es halt investieren kannst und dann zum Beispiel, ja, welchen Cashflow du daraus generieren kannst, aber halt auch da, jetzt, wir sprechen über 1 Million, aber wenn du zum Beispiel 100.000 Euro gespart hast, 100.000 Euro ist auch schon viel. Ja, 100%. Ne? Und dann legst du die an und dann hast du in einem guten Jahr vielleicht eine 7-8% Rendite. Jetzt überleg mal, 8% von 100.000 Euro sind 8.000 Euro, geteilt durch 12, da bist du halt irgendwas bei deinen 7, oder irgendwas oder 700 Euro oder sowas, die du im Monat hast. Und davon kannst du halt wieder nicht diese großen Sprünge machen. Das heißt also, ich persönlich, und das ist halt nur meine Sache gewesen, ich bin deutlich sensitiver mit Geld geworden. In dem Sinne, dass ich halt sehr, sehr gerne sage, ich bin immer noch der arme Junge von damals, halt einfach nur mit mehr Geld. Da hat sich in meinem Kopf nichts verändert, wofür ich aber auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich dadurch jeden einzelnen Euro weiterhin schätze und mir immer überlege, wo kann dieser Euro eingesetzt werden. Und bitte glaubt nicht, dass ich jeden Euro, den immer geisteskrank investieren möchte und sagen möchte, der muss da und dahin. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, wenn ich Bock habe auf ein Auto, was mich richtig motiviert, dann hole ich mir den Return on Life und nicht Return on Invest. Und das ist für mich persönlich teilweise gleichwertig, wenn nicht sogar noch höher. Mega geil. So, ich glaube in dem Sinne, kurz und knapp, einfach mal die Story oder so wie wir dazu stehen als Multimillionäre. Jetzt nicht um das herauszunehmen, sondern einfach, damit der ein oder andere weiß, wo wir gerade unterwegs sind und von wem du gerade diese Meinung gehörst, falls du uns noch nicht kennen solltest. Und ja, hinterlass doch gerne mal in den Kommentaren deine Meinung. Wie stehst du zum Thema Geld? Glaubst du, dass dich das tatsächlich mehr oder weniger eine größere Rolle in deinem Leben spielen würde oder eine kleinere? In dem Sinne, dein Wall Street Story TV. Ciao, ciao. Bis bald.